Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 199. Wahnsinn, fast ein Jubiläum. Ja, absolut. Also, Thema: Konfliktmanagement. Ein super wichtiges Thema. Finde ich auch. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau. Aber bevor wir zu den Vokabeln kommen, eine kurze Frage an euch. Wusstet ihr, dass Teams, die sich niemals streiten, statistisch gesehen viel weniger produktiv sind als Teams, die regelmäßig diskutieren? Das ist echt spannend, ja? Wir denken ja oft, Harmonie ist das Wichtigste. Aber das stimmt nicht. Wenn wir innovativ sein wollen, müssen wir wissen, wie man richtig streitet. Absolut. Konflikte sind nicht das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Richtig. Und genau dafür braucht ihr die richtigen Worte. Und um diese Fähigkeiten auf Deutsch zu meistern, haben wir heute eine spezielle Methode für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing spricht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Genau. Und hier sind 3 einfache Schritte. Also Schritt 1, zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Richtig. Und Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Ja, das ist wirklich entscheidend. Nur so lernt man es richtig. Also macht unbedingt mit, bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Da setzen wir dann alle diese Wörter in einem echten Konflikt zusammen. Okay, lass uns anfangen. Wie ist dein Konflikt eigentlich aufgebaut? Fangen wir mit dem offensichtlichsten Wort an. Wenn am Arbeitsplatz oder in der Familie die Emotionen hochkochen, kommt es zu einer offenen Auseinandersetzung. Das ist der Streit. Auf Englisch sagen wir Argument oder Fight. Also ein Streit ist ja meistens laut, emotional und ziemlich anstrengend. Ja, total. Aber wie du am Anfang gesagt hast, ist das wirklich immer negativ? Manchmal muss die Luft doch einfach brennen, damit danach wieder Klarheit herrscht, oder? Ja, psychologisch gesehen schon. Wenn man Frustration immer nur herunterschluckt, wird man irgendwann krank. Oder zynisch. Genau. Ein Streit ist der Moment, in dem der Druck entweicht. Das ist eine offene Auseinandersetzung. Aber wir müssen unterscheiden. Inwiefern? Naja, nicht jede Situation, in der man nicht einer Meinung ist sofort ein lauter Streit. Ah, stimmt. Stell dir vor, wir sitzen im Meeting. Ich präsentiere eine Idee für das Budget und du sagst einfach, nein, das funktioniert so nicht. Richtig, wir werfen ja keine Kaffeetassen. Genau. Wir schreien nicht, wir sehen die Dinge nur komplett anders. In diesem Fall sprechen wir von einer Meinungsverschiedenheit. Auf Englisch Disagreement. Eine Meinungsverschiedenheit. Ja, das ist eine Situation, in der 2 oder mehr Personen eine völlig andere Meinung zu einer Sache haben. Also eher sachlich. Genau, es geht um Fakten. Das Problem entsteht eigentlich erst, wenn Menschen eine sachliche Meinungsverschiedenheit plötzlich persönlich nehmen. Ja, aber warum passiert das so oft? Also warum wird aus einer einfachen Diskussion über Geld plötzlich ein persönliches Drama? Ich glaube, wir behandeln oft nur die Symptome und schauen nicht tief genug. Verstehe. Und das bringt uns zu unserem nächsten Wort, nämlich die Ursache. Auf Englisch Cause oder Root. Wie Ursache. Die Ursache ist der tiefere Grund, warum ein Problem, ein Fehler oder eben ein Konflikt überhaupt entstanden ist. Okay, wenn wir bei dem Meeting-Beispiel bleiben. Ja, Vielleicht ist die Ursache für meine Wut dann gar nicht das Budget, sondern dass ich mich vom Team generell nicht respektiert fühle. ganz genau. Das ist die wahre Ursache. Aber ganz ehrlich, das klingt extrem anstrengend. Muss ich jetzt bei jedem kleinen Problem im Büro eine Analyse meiner Kollegen durchführen? Naja, es kostet Zeit, ja. Das kostet unglaublich viel Zeit. Aber wenn du die echte Ursache nicht findest, kommt das Problem nächste Woche wieder. Nur in einer anderen Form. Ach so, ja. Es ist wie bei einem Alarm in einem brennenden Haus. Wenn du nur den Alarm ausschaltest, brennt das Haus trotzdem weiter. Du musst das Feuer löschen. Gutes Beispiel. Und wenn das Feuer so langsam brennt, dann spürt man das ja auch. Selbst wenn noch niemand schreit. Oh ja, das spürt man. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Wasserglas.
Das Glas ist voll bis zum Rand, noch läuft nichts über, aber alle im Büro laufen auf Zehenspitzen. Weil ein winziger Tropfen reicht. Genau. Vielleicht nur eine kurze E-Mail und das Wasser läuft über. Eine fantastische Metapher. Genau dieses Wasser im Glas-Gefühl nennen wir die Spannung. Die Spannung. Auf Englisch Tension. Das ist eine unangenehme, gereizte Stimmung vor oder während eines offenen Streits. Man merkt das richtig körperlich, oder? Absolut. Die Muskeln sind angespannt, man atmet anders, man bereitet sich biologisch auf Gefahr vor. Und wenn das Glas dann überläuft, wenn die Situation fast explodiert, brauchen wir dringend eine Notbremse. Etwas, das uns alle wieder herunterbringt. Und das ist die Deeskalation. Auf Englisch De-Escalation. Also Deeskalation. Das bedeutet das gezielte Beruhigen einer schwierigen Situation, um einen offenen Streit zu verhindern. Aber wie mache ich das? Reicht es, wenn ich einfach sage, beruhigt euch mal? Nein, auf keinen Fall. Eben. In der Geschichte der Menschheit hat sich noch nie jemand beruhigt, nur weil ihm jemand gesagt hat, er soll sich beruhigen. Absolut richtig. Deeskalation funktioniert nicht über Befehle. Es funktioniert über unser Verhalten. Also wir spiegeln die anderen. Genau. Wenn jemand laut schreit und du ganz bewusst extrem leise, langsam und ruhig sprichst, dann zwingst du die andere Person, sich an dein ruhiges Level anzupassen. Das ist quasi Deeskalation in der Praxis. Richtig. Wow, das ist echt wie ein mentaler Trick. Und wenn das funktioniert und wir wieder sachlich diskutieren können, brauchen wir am Ende ein Ergebnis. Ja, man kann ja nicht einfach nach Hause gehen. Eben. Wir können nicht stundenlang reden ohne Ziel. Ja. Dafür gibt es die Vereinbarung. Auf Englisch Agreement. Die Vereinbarung, Das ist ein offizielles, gemeinsames Versprechen, an das sich alle Parteien halten müssen. das ist extrem wichtig, oder? Ja, sehr. Oft glauben Menschen, sie hätten einen Konflikt gelöst, aber jeder hat etwas anderes verstanden. Ja. Man braucht eine klare Vereinbarung. Ja. Kommunikation ist manchmal wirklich harte Arbeit. Das kannst du laut sagen. Aber es lohnt sich. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. So, jetzt haben wir die Grundlage verstanden, also die Substantive. Lass uns nun anschauen, was wir eigentlich tun, wenn wir im Konflikt sind. Es geht um die Verben. Gute Idee. Nehmen wir an, zwei Kollegen streiten sich so heftig, dass sie nicht mehr miteinander reden. Das Projekt steht still. Genau. Dann muss oft der Chef kommen. Seine Aufgabe ist es zu schlichten. Auf Englisch to mediate oder to settle. Schlichten, ja. Er muss als neutrale Person eine friedliche Lösung finden. Und wenn er das erfolgreich gemacht hat, sagen wir im Perfekt. Er hat geschlichtet. Richtig, er hat geschlichtet. Aber Moment mal, ist das nicht gefährlich, wenn mein Chef kommt und sagt, so, ihr vertragt euch jetzt? Ja, das ist furchtbar. Dann fühle ich mich doch wie ein Kind im Kindergarten. Das macht mich nur noch wütender. Sehr guter Einwand. Schlichten bedeutet eben nicht, wie ein strenger Vater eine Lösung zu diktieren. Ein Chef, der wirklich professionell geschlichtet hat, hört sich beide Seiten an. Er hilft den Mitarbeitern, ihre eigene Lösung zu finden. Er ist nur der Vermittler. Das erfordert viel Reife. Ja, Leider verhalten sich im Alltag nicht alle so reif. Es gibt Kollegen, die sind wahre Meister der passiv-aggressiven Kommunikation. oh ja, die gibt es überall. Sie werfen im Chat so einen kleinen bösen Kommentar ein, nur so nebenbei. Aber er trifft genau den schwachen Punkt des anderen. Das ist ein klassisches Beispiel für provozieren. Auf Englisch to provoke. Provozieren. Man verhält sich absichtlich so, dass ein anderer wütend wird. Und im Perfekt? Im Perfekt sagen wir, er hat provoziert. Aber warum machen Menschen das eigentlich? Was haben sie davon, wenn der andere wütend wird? Oft ist das einfach ein Schutzmechanismus. Wie meinst du das? Naja, wenn ich als Mitarbeiter vielleicht selbst einen Fehler gemacht habe, lenke ich davon ab, indem ich dich provoziere. Ah, verstehe. Wenn du dann laut wirst und die Fassung verlierst, bist du plötzlich das Problem. Ich kann sagen, schaut mal, wie emotional der ist. Wow, das ist echt perfide. Und wenn ich dann emotional werde, tappe ich voll in die Falle? Ganz genau. Ich reagiere vielleicht und sage, du bist doch schuld an dem Desaster, weil du die Zahlen nicht geliefert hast. Und bam, damit hast du den nächsten großen Fehler gemacht. Welchen? Du hast das Verb vorwerfen benutzt. Auf Englisch to accuse oder to reproach. Vorwerfen. Du gibst einer anderen Person direkt die Schuld an einem Fehler. Im Perfekt sagen wir, er hat vorgeworfen. Aber ist das nicht einfach nur ehrlich? Wenn er die Zahlen nicht geliefert hat, ist es doch ein Fakt? Es mag ein Fakt sein, ja, aber sobald du jemandem etwas offen vorwirfst,
schaltet sein Gehirn sofort auf Verteidigung. Die Person hört dir gar nicht mehr zu, sie überlegt nur noch, wie sie zurückschießen kann. Wer einen Fehler vorgeworfen hat, beendet jede vernünftige Kommunikation. Okay, das verstehe ich. Vorwürfe zerstören also die Brücke. Genau. Wir müssen aber eine Brücke bauen. Irgendwie müssen wir aus diesem Chaos hier herauskommen und ein Ziel finden. Richtig. Wir müssen uns einigen. Auf Englisch to agree oder to reach an agreement. Sich einigen. Wir suchen nach der langen Diskussion eine gemeinsame Lösung, mit der alle Beteiligten leben können. Im Perfekt heißt das, sie haben sich geeinigt. Weißt du, ich habe oft das Gefühl, dass dieses sich einigen ein bisschen romantisiert wird. Wie meinst du das? Naja, es heißt immer, wir brauchen eine Win-Win-Situation. Alle müssen glücklich sein. Aber in der Realität ist das doch oft nur ein harter Kompromiss, der beiden Seiten ein bisschen wehtut, oder? Da hast du völlig recht, also 100%. Wenn zwei Parteien sich geeinigt haben, bedeutet das nicht, dass sie danach beste Freunde sind. Eben. Es bedeutet nur, dass der Schmerz des Kompromisses kleiner ist als der Schmerz, den Konflikt weiterzuführen. Es ist eine sehr pragmatische Entscheidung. Und wenn wir diese pragmatische Entscheidung getroffen haben, dann nehmen wir die ganze Akte von diesem Konflikt und schließen sie. Ja. Ich liebe dieses Gefühl, wenn ein Streit mental endlich vorbei ist. Dafür haben wir ein wunderschönes Verb, beilegen, auf Englisch resolve. Beilegen. Es bedeutet, einen bestehenden Konflikt offiziell und friedlich zu beenden. Im Perfekt sagen wir, er hat beigelegt. Also Sie haben den Streit beigelegt. Genau. Wenn man seinen Streit beigelegt hat, befreit das enorm viel Energie, die vorher blockiert war. Gut, wir haben jetzt die ganzen Aktionen kennengelernt. Lass uns darüber sprechen, wie wir uns dabei verhalten. Es geht um den Stil, also die Adjektive. Sehr gerne. Ich benutze dafür gerne eine Analogie. Stell dir vor, du baust mit einem Kollegen ein Lego-Haus. Ihr habt wochenlang daran gearbeitet. Okay. Wenn es jetzt zum Streit kommt, gibt es Leute, die plötzlich wütend gegen das Haus treten und alle Steine fliegen durch die Luft. Sie greifen nicht das Problem an, sondern die Person. Oh ja, das ist die perfekte Beschreibung für destruktiv. Auf Englisch destructive. Destruktiv. Es bedeutet negativ und zerstörerisch. Man handelt so, dass keine Lösung entsteht, sondern nur enormer Schaden. Das Arbeitsklima ist dann kaputt. Genau, destruktives Verhalten reißt das ganze Vertrauen ein, das Lego-Haus ist kaputt und man kann es nicht einfach so wieder aufbauen. Ja, und der andere Weg wäre, dass man auf das Haus schaut und sagt, okay, diese eine Wand hier wackelt. Die haben wir schlecht gebaut. Lass uns diese Steine herausnehmen und verbessern. Und das nennen wir konstruktiv. Auf Englisch constructive. Konstruktiv. Man handelt produktiv und lösungsorientiert. Man nutzt das Feedback, um gemeinsam einen Fortschritt zu erzielen. Konstruktive Kritik ist also wie ein Werkzeug, das das Haus stärker macht und nicht wie ein Hammer, der es zerstört. Ein sehr schöner Vergleich. Wenn nun jemand von außen helfen soll, dieses Haus richtig zu bauen, unser Chef zum Beispiel, auf wessen Seite sollte er stehen? Auf keiner Seite. Er muss absolut neutral sein. Auf Englisch ebenfalls neutral. Neutral. Das heißt, unparteiisch sein, man bewertet die Situation, ohne dass eigene Gefühle oder Vorlieben eine Rolle spielen. Aber heißt neutral zu sein nicht einfach, dass mir alles egal ist? Also so eine Art kalte Gleichgültigkeit? Das ist ein häufiges Missverständnis, ja? Neutralität bedeutet nicht, dass man keine Empathie hat. Es bedeutet nur, dass man die Fakten objektiv betrachtet. Ah, okay. Ein Arzt ist ja auch neutral gegenüber der Krankheit. Aber er kümmert sich trotzdem intensiv um die Heilung. Das ergibt absolut Sinn. Weißt du, was mich im Berufsleben oft am meisten stört und was so viele Konflikte auslöst? Was denn? Vage Kommunikation. Wenn Leute in Rätseln sprechen, wenn das Management eine Regel aufstellt, muss sie klar sein. Dafür gibt es im Deutschen ein mächtiges Wort. Unmissverständlich. Auf Englisch unmistakable. Unmissverständlich. Es bedeutet, dass etwas so glasklar und deutlich gesagt oder geschrieben ist, dass absolut kein Irrtum möglich ist. Das würde viele Probleme lösen. Die meisten Konflikte könnten vermieden werden, wenn Erwartungen von Anfang an unmissverständlich formuliert würden. Da hast du völlig recht. So, das waren unsere 15 Wörter. Und wie versprochen, bringen wir jetzt alles in einen echten Kontext. Genau. Hört genau zu, wie diese Dynamik in der Praxis abläuft. Hier ist unsere Mini-Story. 2 Kollegen, Lukas und Sarah, haben eine Meinungsverschiedenheit über ein Projekt. Die eigentliche Ursache für dieses Problem liegt aber bei fehlender Kommunikation.
Ja, und dadurch spürt man im ganzen Büro eine unangenehme Spannung. Eines Tages eskaliert es. Lukas wirft Sarah einen Fehler vor. Das provoziert Sarah natürlich extrem. Der offene Streit bricht aus. Ihr Verhalten im Teammeeting ist völlig destruktiv. Da muss dann der Chef als neutrale Person einschreiten, um zu schlichten. Er sorgt für eine schnelle Deeskalation der Situation. Zum Glück. Nun sprechen beide konstruktiv und unmissverständlich miteinander. Sie einigen sich auf einen neuen Plan und legen den Konflikt bei. Und am Ende treffen sie eine klare Vereinbarung für die zukünftige Zusammenarbeit. Eine sehr schöne Story, in der alle unsere Wörter vorkommen. Ganz genau. So, Leute, bitte hört jetzt gut zu. Unsere B1-Reihe läuft bis Tag 200. Morgen erscheint die letzte Folge unserer B1-Serie. Danach machen wir eine Pause von 4 Wochen. In dieser Zeit könnt ihr die bisherigen Folgen wiederholen, die Wörter festigen und eure Aussprache weiter trainieren. Anschließend starten wir mit unserer neuen B2-Reihe. Schreibt eure Wünsche für B2 in die Kommentare. Welche Themen interessieren euch besonders? Wir lesen eure Kommentare und versuchen, eure Wünsche und Anforderungen bei der Planung unserer B2-Reihe möglichst gut zu berücksichtigen. Genau, euer Feedback ist uns mega wichtig. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen erscheint unsere letzte B1-Folge mit dem Thema Ziele erreicht, neue Ziele setzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.